Hallo, mein Name ist Brigitte. Ich möchte euch gern an meiner Erfahrung mit dem Medbett teilhaben lassen. Voller Erwartung habe ich schon darauf gewartet, dass die Medbetten auf den Markt kommen und habe jetzt am 29.12. Die 8 Stunden machen können. Ich habe von 15 bis 18 Uhr mir alle Videos angeschaut, da ich Sorge hatte, etwas nicht richtig zu verstehen oder etwas zu vergessen oder nicht richtig handzuhaben oder zu verpassen. Dann das Medbett installiert und dann ging's los. 90/10 scanne mich. Es ging gleich ganz heftig los. Ich hatte eine Massage im Kopf, als wenn das Gehirn neu sortiert wird. Ziemlich lange, woanders hatte ich nichts gespürt. Ich bin dann eingeschlafen und war immer mal wieder ganz kurz wach. Und jedes Mal, wenn ich wach wurde, habe ich wieder meinen Wunsch formuliert oder meinen Befehl ans Medbett gegeben, aber bin immer gleich wieder eingeschlafen. Das ging so ungefähr 2 Stunden. Ich war vielleicht 3, 4 Mal wach. Und nach den 2 Stunden, 3 Stunden, als ich dann richtig wach war, hatte ich großen Durst, war sehr, sehr benommen und durcheinander. Ich bin aufgestanden und habe eine Stunde Pause gemacht. Ich habe jetzt vielleicht zur Information zu mir, ich habe körperliche und psychische Probleme. Ich habe einen Lebergendefekt, eine Zyste in der Niere, Arthrose, Osteoporose, keine Schilddrüse und sehr, sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten und auch Medikamente. Ich habe Depressionen und mache seit Jahren Traumatherapie. Gerade weil die ganzen Therapien und alles auch sehr, sehr anstrengend ist, zeitaufwendig, kraftraubend, habe ich mir wirklich viel vom Medbett erhofft. Vielleicht nicht von einer Sitzung, aber wenn ich darf, von auch noch folgenden Sitzungen. So, ich bin dann nach einer Stunde wieder ins Bett, habe mein Medbett wieder aktiviert. Diesmal, muss ich sagen, war ich sehr unruhig, hatte, hatte auch Sorge, zu viele Befehle zu erteilen, also das Medbett schlichtweg besoffen zu quatschen. Und ich hatte auch Angst, dass mein Unterbewusstsein einmal denkt, Medbett, hör jetzt auf. Das war so meine Sorge, dass ich die 8 Stunden nicht auskosten kann, dass ich zu viel Befehle gebe, dass ich vielleicht irgendwann denke, hör auf, aber es eigentlich nicht will. Also jedes Mal, wenn ich einen Befehl gegeben habe, habe ich immer den Befehl gegeben, Medbett, bleib aktiviert. Also das war immer so eine Parallele. Ich spürte dann eine innere Massage der Leber und drumherum und der Nieren. Es war eine sanfte Massage, ganz sanft. Es fühlte sich an, als wenn jemand diese Organe in warmen Händen hält. So, es war total angenehm und auch sehr lange. Dann hatte ich als nächstes ein Empfinden in meinem linken Sprunggelenk. Da spürte ich auch keine Massage, sondern ein Klopfen auf der Haut, aufs Sprunggelenk von draußen, als hämmerte jemand dagegen. Ich muss dazu sagen, das Sprunggelenk war zweimal gebrochen, davon einmal sehr kompliziert und operiert und nochmal operiert. Es gab zum Sprunggelenk von mir keinen direkten Befehl, kümmere dich ums linke Sprunggelenk, sondern es gab den allgemeinen Befehl, kümmere dich um starke, schmerzfreie Knochen und Gelenke. Ja, und da hat sich das Medbett intensiv um mein Sprunggelenk gekümmert. Eine äh, interessante, wie ich denke, interessante Rückmeldung habe ich noch. Aber dieser Zusammenhang zu meiner Rückmeldung wurde mir erst bewusst, als ich mir eure Feedbacks angeschaut hatte.
So, ich hatte, nachdem ich mit der Behandlung fertig war, bin ich aufgestanden, bin noch ein bisschen rumgelaufen, bin zum Bild meiner Mutti, die im Oktober verstorben ist, und hatte ein ganz tiefes Gefühl der Dankbarkeit, der Wärme und der Demut. Es war ein ganz tiefer Frieden auf einer ganz anderen Ebene in mir. Ja, danke dafür. Dieses wunderbare Gefühl ist auch jetzt noch in mir. Danke, Medbet. Danke, Oliver Schacke. Ja, das ist wirklich eine ganz andere Ebene als das, was ich bis jetzt in allen Therapiestunden erreicht habe. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen und wäre mehr als bereit, an den Forschungen teilzunehmen und meine Erlebnisse und Erfahrungen und Gefühle mit euch zu teilen. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt, ein letztes Feedback, was ich euch gerne weitergeben möchte. Das betrifft jetzt gar nicht meine körperliche Verfassung, sondern mein Mann sagte schon gleich nach den 2 Stunden, nachdem ich wieder runtergegangen bin: Du, mir ist so leicht, das Leben ist eine Leichtigkeit, das ist ganz anders, seitdem du im Medbett gelegen hast. Und diese Rückmeldung gab er mir auch am nächsten Tag noch ein paar Mal, wie gut es ihm geht, weil ich im Medbett lag. Also, der war ganz euphorisch und ganz glücklich, dass das mit ihm so einfach passiert. Aber er will auch noch ins Medbett gehen. Es geht ihm so viel besser, ich lese das jetzt mal ab, er sagte, es geht ihm so viel besser, irgendein Druck in mir ist weg. Er fühlt sich leicht, das Leben ist leicht. Ja, das ist das Feedback von meinem Mann zu meinem Medbett. Ihr Lieben, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche mir sehr, dass ich weiter teilnehmen darf. Freue mich für alle, die vom Medbett profitieren können. Und ich bin mir sicher, das können alle, ob sie es merken oder nicht. Ich bedanke mich. Brigitte.